Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Technikvideo begrüßen. Und heute geht es mal wieder um die, ja, doch etwas in die Jahre gekommene alte Lady, die A&K MSK bzw. A&K Masada. Wer sich zurückerinnert, ich habe das Modell mittlerweile seit 5 Jahren, 6 Jahren ungefähr, hab's aber nie wirklich hinbekommen, das Modell wirklich spielfeldtauglich zu bekommen. Bedeutet gerade Thema Hop-Up und Feeding war immer wieder ein Problem. Ich hatte dann diese Wii-Hop-Up-Kammer drin, die habe ich überhaupt nicht zum Laufen bekommen. Bedeutet Energie hoch, runter geschwankt, Feeding-Probleme ohne Ende. Dann hatte ich für 2 Spiele hatte ich dann die Airsoft Pro Hop-Up-Kammer drin. Aber auch diese war von der Energie, vom Einstellen, von einem konstanten Hop, ja, eher schlecht als recht. Und auch bei der kam es dann immer wieder zu Feeding-Probleme, da es die Nozzle-Länge irgendwie nicht sauber gepasst hat, weil keine andere Nozzle herbekommen hat. War also nicht ganz so spaßig, dieses Modell. Dementsprechend, wie gesagt, 2 Spiele damit gemacht, dann letztendlich an die Wand gehangen, fertig und das Modell irgendwie links liegen lassen. So, und jetzt kam eben zu Weihnachten, glaube ich, 22 war das, glaube ich, oder im Januar 22 kamen ja von Begadi die neuen Versionen oder die neue Generation, diese M-Log-Version, und die hatte eben eine CNC-gefräste Rotary Hop-Up-Kammer drin. Und da wurde damals schon von Begadi zu mir gesagt, ja, die gibt's auch als Nachrüstkit dann für die alten Modelle. Hab mich mega drauf gefreut, hat jetzt aber satte 4 Monate gedauert, bis das Zeug wirklich verfügbar ist. So, dementsprechend bin ich jetzt hergegangen, ich habe mir jetzt die Hop-Up-Kammer gegönnt, ich habe mir den C-Clip gegönnt, den Lever habe ich mir gegönnt und die Nozzle habe ich mir gegönnt. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob jetzt diese neuen Komponenten von der neuen Generation auch kompatibel zu der alten Generation sind und ob wir dementsprechend das Modell vielleicht endlich mal spielfeldtauglich bekommen. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Also Leute, A&K Masada, machen wir die alte Lady wieder ein bisschen fit. Ihr wisst ja, ich habe das Modell mittlerweile seit, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 6 Jahren oder sowas oder 7 Jahre schon her. Das Modell habe sie insgesamt bloß 3 Mal gespielt, war aber nie, ja, hat sich nie irgendwie geil angehört oder geil angefühlt. Und es gab auch immer wieder Probleme mit dem Hop-Up. Habe ich euch auch schon im Review damals zu der neuen Version angesprochen, dass ich eigentlich nie wirklich mit dem Modell wirklich zufrieden war, denn auch die ganzen anderen Hop-Up-Kammern, diese Wii und diese Airsoft Pro, die haben bei mir nie wirklich 100% funktioniert. Und wenn wir jetzt dann später diese Rotary Hop-Up-Kammer reinbauen, dann glaube ich auch, warum das nie funktioniert hat. Wie gesagt, werden wir uns dann später anschauen. So, wir müssen aber aufgrund der Rotary Hop-Up-Kammer müssen wir natürlich die Nozzle wechseln. Wir brauchen diese ganz spezielle A&K Aluminium Nozzle, denn zu anderen Nozzlen ist diese Rotary Hop-Up-Kammer nicht kompatibel. Sondern habe ich mir jetzt gedacht, Mensch, wenn ich das Ding jetzt aufmachen muss, dann mache ich auch gleich innen drin alles neu, denn es war immer noch so SHS-Pisten drin und diese Lonex Helical Gears, die nicht wirklich leise waren, sondern das Ding hat geschrien wie Nommel irgendwas. Auch da, denke ich mal, werden wir jetzt einige Jahre später ein deutlich schöneres System aufbauen können. Und entsprechend habe ich mir einfach noch ein paar Teile noch dazu gekauft, um das Ding einfach ein bisschen fit zu machen. So, da möchte ich heute gar nicht so tief drauf eingehen. Es kommt letztendlich wieder ein Silverline Gearset rein mit 13:1 und daher ich die Standardversion habe mit einem langen Lauf. Ich weiß gar nicht, was hat denn das Ding? 400. Wartet mal, habe ich irgendwas zu messen? Dann sage ich euch, ich glaube 400 und ein paar zerquetscht, der hat das Teil. So, wo ist mein Meter? Da ist mein Meter. Was hat denn das? 420 oder sowas? Ne, 410. 410 mm ungefähr, brauchen wir natürlich ein volles 16 Zahn Sector Gear. Dementsprechend 13:1er Silverline Gearset und das Ganze ungestroked. Hier möchte ich gar nicht so tief jetzt drauf eingehen. Shimming, ja, ich kann es vielleicht euch mal kurz durchgeben, habe ich heute bereits vorbereitet. Unten beim Bevel habe ich jetzt einmal 0,5 mm drauf und im oberen Bereich habe ich 0,3 mm drauf.
Also wie gesagt, Shimming müsst ihr eh immer für euch kontrollieren, je nachdem, was für Lager ihr drin habt, welche Stahlaufbuchsen ihr drin habt. Am besten immer von Grund auf selber einmal ein Shimming, ja, ein sauberes Shimming machen. Ich möchte euch hier letztendlich nur einen kleinen Tipp auf den Weg geben, wie ihr bei dem Modell die Motoreinstellung korrekt machen könnt. Denn das ist nicht ganz so einfach wie bei anderen Modellen. Bedeutet, ihr habt es gerade gesehen, ich habe die ganze Gearbox leer geräumt. Es ist letztendlich nur das Bevel Gear drin mit der Schimmung, die ich denke, dass er passt. Bedeutet, wir haben hier einfach ein Bevel Gear, vielleicht noch 0, ja, maximal 0,05 Luft, dreht aber schön frei. Und jetzt muss ich natürlich irgendwie kontrollieren, ob mein Motor auch passt. Und entsprechend gehen wir jetzt einfach her, zimmern uns die Gearbox in diesem Zustand jetzt einfach einmal in den Lower Receiver rein. Da ist unten eine Schraube ist noch drin und schrauben jetzt die Gearbox direkt an den Lower Receiver einmal hin. Dann gehen wir her, zömpeln unseren Motor rein und machen ebenfalls direkt hier einmal die Abdeckung drauf. So, bedeutet, wir haben jetzt die komplette Motorhöhe oder den Motor komplett einmal reingeschraubt. Ihr seht auch, ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Bedeutet, bei mir ist die Einstellschraube jetzt bereits mit Schraubensicherung, mit einer mittelfesten einmal gesichert. Auch immer ganz wichtig bei jeder SAEG, gerade für Einsteiger, sichert, wenn der Motor sauber eingestellt ist, sichert unbedingt die Schraube unten. Ansonsten kann sich die auf Dauer von alleine einmal lösen, das ist nicht ganz so cool. So, also und jetzt nehmen wir letztendlich nur einen dünnen Schlitzschraubendreher oder irgendeinen Schraubendreher her und können jetzt hier hinten durch die Gearbox, kommen wir jetzt runter ans Bevel Gear und können dann das Bevel Gear innen drin quasi ein kleines bisschen hin und her wackeln und dementsprechend unser Zahnspiel zwischen Pinion Gear und Bevel Gear einmal kontrollieren. Und das sieht bei mir, wie gesagt, das sieht bei mir wirklich sehr, sehr gut aus, denn ich habe das Ganze, wie gesagt, schon einmal für euch vorbereitet. Also hier nur einen kleinen Tipp bei so einer Masada. Wie kontrolliere ich denn meine Motoreinstellung oder wie stelle ich den Motor ein, wenn ich das ganze Modell einmal neu shim oder ein anderes Gearset einbaue? Wie gesagt, einfach festschrauben, Motor reinzömpeln und dann von hier oben könnt ihr dann das Zahnspiel unten einmal prüfen. Dann haben wir das Gearset einmal drin und hier nicht wundern, solltet ihr auch diese Silverline Gears reinbauen. Nicht wundern, ihr müsst hier wirklich viel shimmen. Bedeutet, ich habe allein am Spur unten 0,5 mm und das Sector Gear ist bei mir sogar unten wie auch oben mit 0,6 mm geschimmt. Also die Lager haben relativ viel Spiel. In der Gearbox, die Gears haben relativ viel Spiel letztendlich. Also ihr müsst einfach viel Shims verwenden. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe noch das alte Modell. Ich weiß nicht, ob bei den neueren Versionen, bei diesen M-Lok Masada Modellen, ob da die Gearbox gegebenenfalls etwas abweicht und man weniger Shims benötigt. Wie gesagt, kann ich euch nicht genau sagen. Aber wie gesagt, solltet ihr in eurem MSK und bei den Silverline Gears auch hier 1,2 mm insgesamt Shims aufbringen müssen. Nicht wundern, das ist normal. Die Gearbox ist innen drin einfach ein kleines bisschen, minimal ein bisschen breiter. Aber wie gesagt, hier nicht wundern, eben ein kleines bisschen mehr. So, dann seht ihr, ich habe ebenfalls einmal diesen neuen Delayer aufgeklebt von Begadi, diesen POM Delayer oder ja, Sector Gear Clip letztendlich für das Silverline Gear Set. Hier bin ich letztendlich nur hergegangen und habe das Ding zur Sicherheit mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber einfach gesichert. Wie gesagt, das Ganze ist aus POM gefertigt, CNC gefräst. Einfach unten einen kleinen Mini-Tropfen Sekundenkleber drauf, zack, und draufgesteckt das ganze Ding, damit es einfach nicht irgendwie abhauen kann oder irgendwie runterrutschen kann und dann Richtung Gearbox quasi hingedrückt wird. Also einfach mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber gesichert. Und wenn man wieder runter machen will, geht man einfach mit dem Schlitzschraubendreher mit dem kleinen drunter und hebelt das Ding einfach wieder runter. Denn Edelstahl und POM mit Sekundenkleber hält nicht für die Ewigkeit. Wie gesagt, einfach nur zur Sicherheit einen kleinen Tropfen Sekundenkleber drauf. Und dementsprechend jetzt das Timing einfach noch ein kleines bisschen erhöht, damit die Taberplate etwas länger zurückbleibt mit diesem POM, die Layer Clip letztendlich. Der Rest ist dann wieder Standard, wie ihr das von mir einfach kennt. Komponenten, die sich einfach gut bewährt haben. Bedeutet, Zylinder bleibt original drin. Sieht noch gut aus. Edelstahlzylinder, komplett geschlossen. Retro-Arms, Pisten. Dann der Begadi Pistenhead mit dem X-Ring. Das passt einfach wunderbar und 1A zusammen. Dichtet perfekt einmal ab. Vorne drauf kommt dann wieder dieser blaue Begadi Zylinderhead. Der wird hier auch richtig schön kräftig in den Zylinder reingepresst und die Kompression
ist einfach nur hervorragend. Das ist auch da hatten wir auch vor 1,5 Wochen bereits ein Gespräch im Discord drüber. Das ist auch übrigens eine neue Variante. Bedeutet bei diesem Pistonhead, da sind jetzt 2 Ohrringe dabei. Bedeutet, als standardmäßig ist jetzt dieser weiche X-Ring dabei, den Begadi normalerweise immer separat verkauft hat. Und dann liegt im Paket sogar nochmal ein extra Ohrring dabei für Overbore oder wenn man größere Zylinder hat. Jetzt passt mal auf, ich suche gerade die Verpackung. Wo ist denn das Ding? Hier, da war eben noch so ein Ohrring, war ebenfalls bei dem Pistonhead noch dabei gelegen. Und der ist aber größer. Bedeutet, wenn ihr jetzt einen Zylinder habt, der 24 mm Innendurchmesser hat oder 24,1, wie zum Beispiel Retro-Arms, dann könnt ihr einfach den größeren Ohrring verwenden und dann passt es wieder wunderbar zusammen. Also hier eine neue Variante oder neue Version von diesem Begadi Pistonhead. Und wie gesagt, das Ding, das dichtet bei der kleinsten Kompression oder beim kleinsten Zug baut das Ding umgehend Druck und Kompression auf und dichtet hervorragend ab. Also hier die Komponenten, die kommen rein und es passt einwandpfiffig, würde ich sagen. So Leute, und jetzt kommt der pure Hate. So, und zwar, ihr braucht, wie gerade schon angesprochen, ihr braucht diese spezielle, große, lange A&K MSK oder Masada Aluminium Nozzle. Denn nur die passt vom Durchmesser her perfekt oder sehr, sehr gut zu dieser Rotary Hop-Up-Kammer, bedeutet zu dieser hier. Und jetzt nicht wundern, diese dicke Steg da im hinteren Bereich, der dient als Führung, bedeutet der Steg letztendlich führt die Nozzle hinten in der Hop-Up-Kammer. Denn wenn ihr die Nozzle einfach nur so auf dem Zylinderhead verwenden wollt, da es eben jetzt kein besonderer Zylinderhead ist mit einer langen Führung, sondern nur eine ganz normale V2-Führung, würde das Ganze nicht ganz so geil sein. So, bedeutet, nehmen wir mal an, wir wären jetzt hier in Schussposition. Dann schaut euch das mal an. Das wäre natürlich suboptimal. Das wollen wir so nicht haben. So, und dementsprechend wird hier eben die Nozzle in der Hop-Up-Kammer hinten über diesen dicken Durchmesser einmal geführt, damit einfach die Nozzle nicht irgendwie innen drin rumschwabbeln kann. Das sprechen wir aber später nochmal kurz im Detail an. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommt der Hate. Denn diese Nozzle kommt standardmäßig von A&K ohne Ohrringe. Bedeutet, hier sind zwar die Nuten einmal eingefräst innen drin oder reingedreht für die Ohrringe, aber die Ohrringe sind standardmäßig nicht installiert. Und wisst ihr, wie viel Spaß es macht, da innen drin Ohrringe zu installieren? Richtig, gar keinen. Bedeutet, man benötigt erstmal sehr, sehr viel Geduld und irgendeine alte Nozzle. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Begadi-Nozzle hergenommen mit 38,5 mm. Brauche ich nicht mehr, ist letztendlich fürs GH. Habe ich letztendlich nur eine da, habe ich bereits eine eingebaut, die habe ich nur als Ersatz. So, und bei der habe ich jetzt einfach mit einem ganz, ganz dünnen kleinen Schraubendreher, mit so einem kleinen Schlitzschraubendreher, habe ich die beiden Ohrringe hier einmal rausgezogen aus der Nozzle und habe sie hier in diese Nozzle einmal reingebaut. Der hintere Ohrring an der hinteren Kante, der ist easy. Den drückt er einfach da ein bisschen rein, dann geht er von vorne ein bisschen rein, von hinten und drückt ihn dann quasi so über die Rotation, über Drehen, drückt er dann den Ohrring einfach in die Nut rein. Das funktioniert super. In einer Minute habt ihr den Ohrring drin. Ja, aber da innen drin, so circa hier, sollte nochmal einer rein. Und der macht keinen Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine besondere Technik dafür gibt, Ohrringe irgendwie da innen reinzuziehen. Aber ich habe mich da wirklich, ehrlich gesagt, sehr, sehr stark geplagt damit. Und zwar, erst habe ich es probiert, irgendwie mit dem Schraubendreher quasi den Ohrring reinzudrücken. Dann habe ich ihn aber jedes Mal über die Nut wieder drüber gedrückt. Dann ist er da vorne wieder rausgefallen. Also war Katastrophe. Dann bin ich hergegangen, habe den Ohrring quasi reingeschoben und dann habe ich von hinten die Nozzle auf dem Zylinderhead aufgeschoben. Und zwar so weit, bis die Kante von dem Stutzen circa bei dieser Nut war. Quasi circa hier. So, bedeutet letztendlich, der Ohrring liegt dann vorne am Zylinderhead an und dann bin ich letztendlich nur noch mit dem Dreier-Inbus von vorne quasi rein und habe den Ohrring dann nach hinten gedrückt gegen den Stutzen vom Zylinderhead, damit sich der in diese Nut reinlegt. Und dann abschließend komplett durchgestochen und dann einfach einmal im Kreis gedreht quasi sozusagen und den Ohrring schön in die Nut rein rotiert. So, und dann waren diese beiden Ohrringe verbaut oder beziehungsweise installiert. Aber wie gesagt, also für Leute, die da keine Geduld haben oder
ja, vielleicht zwei linke Hände haben, lasst's bleiben. Ich verspreche euch, ihr werdet irgendwann einen Hammer nehmen und werdet auf die Nozzle drauf prügeln, weil das macht absolut keinen Spaß, hier diese Ohrringe zu installieren, zumindest den vorderen. Gut, nichtsdestotrotz, Ohrringe sind drin verbaut. Dann bin ich hergegangen, müsst ihr unbedingt machen. Einmal komplett Silikonfett reingeschmiert auf beide Ohrringe, denn ansonsten klemmt die Nozzle zu stark. Bedeutet, wenn die Ohrringe trocken sind, klebt euch die Nozzle viel zu stark am Zylinderhead. Sobald ihr hier ein kleines bisschen Silikonfett innen drin aufgebracht habt, läuft die Nozzle auf dem Zylinderhead tadellos. Also nicht zu straff, nicht zu leicht oder sowas. Dichtet dementsprechend super ab und passt hervorragend zusammen. Aber hier, wie gesagt, einfach beachten, wenn ihr unbedingt so eine Rotary Hop-Up-Kammer verbauen wollt in eurer alten Masada, ihr braucht die Nozzle und ihr braucht einfach Geduld hier innen drin, diese beiden Ohrringe zu installieren oder zu verbauen. Somit hätten wir die Gearbox fertig. Gears sind drin, Piston ist drin, Pistonhead, Zylinderhead, Nozzle ist installiert, läuft hier wunderbar. Ich bin jetzt nur noch mal hergegangen und habe die Original A und K Feder von der Tappet Plate habe ich jetzt durch eine ersetzt von E und C, denn die hat einfach ein kleines bisschen mehr Bums, die Feder für die Tappet Plate. Also die von A und K, die war relativ leicht oder ja relativ schwach und gleichzeitig war die von den Windungen her oder von diesen Ösen zum Befestigen war die versetzt, bedeutet die ganze Feder von der Tappet Plate stand die ganze Zeit so krumm und da hat es einem bei der Montage die ganze Zeit die Tappet Plate nach oben rausgebogen oder so rausgezogen. Jetzt mit der E und C Feder liegt die Tappet Plate einfach sauber drin und hat eben die Nozzle ein kleines bisschen mehr Zug drauf. Und wie gesagt, die Nozzle, die läuft wunderbar auf diesem Zylinderhead drauf. Also das passt schon mal wunderbar. So, jetzt kommen wir zum Thema Hop-Up und das wird sehr interessant, wie vorhin schon angesprochen, denn da habe ich, glaube ich, damals auch was nicht beachtet und dementsprechend hatte ich mit dem Modell damals so krasse Probleme mit den anderen Hop-Up-Kammern. So, Begadi hat es jetzt zwar schon im Shop bei sich sehr gut beschrieben, daher bin ich eben auch drauf gekommen. Kann ich euch jetzt nicht zu 100% nochmal rekonstruieren, da ich den Original A und K Lauf schon seit zig Jahren nicht mehr besitze. Aber wenn ihr euch bei Begadi mal die Hop-Up-Kammer anschaut, diese Rotary, dann ist da ein Bild abgebildet mit diesen Laufarretierungsflächen hier. Und da vergleichen sie das und da scheint es gravierende Unterschiede zu geben. Bedeutet ein normaler AEG-Lauf, da sitzt diese Position hier für die Arretierung bei ca. 22,3 bis 22,5 mm. Bedeutet der Abstand von der hinteren Kante bis zur AEG-Arretierung ist jetzt hier bei diesem Lauf 22,2. Das ist ein, was ist das? Das ist ein Red Dragon Lauf. Also Red Dragon, ganz normaler 5 mm Edelstahllauf. Wie gesagt, hier ist die Position, das ist auch ziemlich Standard hier die Position, liegt hier bei 22, das lässt sich so bescheiden rausmessen, wartet mal. Na, so ungefähr. Also 22,2 mm bedeutet hintere Kante zur Arretierung. Der Originallauf, der bei der Masada von A und K drin verbaut ist, weicht hier aber sehr stark ab. Bedeutet, hier liegt diese Position bei 23 mm, bedeutet ca. 0,8 mm weiter vorne. Und genau das ist vermutlich das Problem, warum auch diese ganzen anderen Hop-Up-Kammern, die Airsoft Pro und diese Wii Hop-Up-Kammer, warum die damals nie wirklich sauber performt haben und auch mit den Nozzle-Längen das Ganze irgendwie nie 100% funktioniert hat. Feeding-Probleme, nicht abgedichtet und whatever. Also hier zu beachten, so, und wie gesagt, da hat mich jetzt Begadi draufgebracht und entsprechend habe ich mir jetzt auch nochmal den extra C-Clip bestellt. Denn wenn man sich mal diesen C-Clip jetzt anschaut, das ist normalerweise der Originale, den habe ich auch immer noch da, denn den hatte ich auch bei meiner Airsoft Pro damals noch verbaut. Also das ist der ganz normale transparente C-Clip von A und K. So, und das ist jetzt der POM C-Clip von Begadi für diese Rotary Hop-Up-Kammer. So, und wenn man sich hier diese Position anschaut, wo der Lauf arretiert, haben sie hier was geändert. Denn standardmäßig bei dem Original C-Clip ist diese Position mittig beim C-Clip. Bei dem POM C-Clip sitzt die Position aber hinten an der Kante. Und dadurch werden die Standardläufe vollständig hintergedrückt.
Und das kann ich euch mal ganz kurz demonstrieren, wenn wir jetzt einfach mal, hier liegt ein Bucking rum, wartet mal, das stülpe ich das doch mal ganz kurz drauf. Das werde ich jetzt zwar nicht installieren, denn ich mache mir ein MAG drauf, aber um euch das einfach mal ein kleines bisschen zu erklären, warum das Ganze dann nicht hinhaut. Also nehmen wir mal an, ihr habt ein ganz normales Bucking drauf, sei es jetzt so ein Begadi oder ein Maple Leaf, ist ja wurscht, und ihr stopft jetzt einfach mal den Lauf da rein. So, dann seht ihr durch durch den Einlasskanal hier unten, seht ihr wunderbar, dass die Dichtlippe genau an der Kante von diesem Einlasskanal einmal anliegt. So, wenn wir das jetzt aber mal umdrehen und hierher schauen, dann seht ihr, dass wir hier mit der Arretierung fast komplett in der Aussparung, fast komplett hinten sind. Bedeutet, ich kann auch den Lauf nur noch ganz, ganz leicht weiter reinschieben. Würde ich jetzt hergehen und würde hier den Original, also diesen Lauf hier, würde ich diesen jetzt kombinieren mit dem Original C-Clip von A&K, dann müsste ich den Lauf nochmal über einen halben Millimeter weiter rausziehen aus der Hop-Up-Kammer, damit dieser C-Clip hier einmal arretieren kann. So, klick. Jetzt denkt man, das passt soweit. Wenn man jetzt aber hinten reinschaut, jetzt sitzt die Dichtlippe oder der gesamte Lauf sitzt jetzt ca. 0,5 mm weiter vorne. Bedeutet, unsere Nozzle kommt da nie im Leben an die Dichtung ran. Das funktioniert so also nicht. Wenn wir aber jetzt dagegen mal den POM C-Clip verwenden, so, wenn ich den blöden Acryldinger da wieder runterbekomme, so, wenn wir den jetzt aber diesen POM C-Clip hernehmen, wo eben die Arretierungsflächen versetzt sind, dann kann ich hier meinen Lauf schön hinterdrücken, sitzt auch perfekt und bündig in der Hop-Up-Kammer drin, wird komplett fixiert, also nicht nur seitlich, sondern auch unten in der Fräsung. So, und jetzt da sitzt aber unsere Lippe oder unser gesamter Lauf und unser Bucking sitzt jetzt wieder 0,5 mm weiter hinten. Und das kann man jetzt ganz easy kontrollieren, wenn wir jetzt einfach die Gearbox mal hernehmen und dann quasi die Hop-Up-Kammer hier drauf stülpen und dann hier einmal reinschauen, dann sehen wir, dass wir jetzt hier perfekt mit der Original- oder mit dieser Nozzle-Länge perfekt hinten an die Dichtlippe vom Bucking dagegen fahren. Also hier aufpassen, wenn ihr weiterhin den Original Masada-Lauf verwendet oder A&K-Lauf verwendet, dann müsst ihr quasi den transparenten Original-C-Clip weiterverwenden. Und wenn ihr jetzt einen Tuning-Lauf verwendet oder irgendeinen anderen stinknormalen SAEG oder AEG-Lauf, dann müsst ihr unbedingt diesen schwarzen C-Clip, diesen POM-C-Clip verwenden. Denn ansonsten haut es mit der Nozzle-Länge nicht mehr hin. Gut Leute, dann bauen wir die Hop-Up-Kammer mal zusammen und auch hier einen weiteren Tipp, seid nicht so blöd wie ich, denn ich habe es beim Testen vorhin für eine gute Idee gehalten, hier alles mit Silikonöl einmal voll zu schmieren. Und da muss ich euch leider sagen, dass wenn man das alles voll süfft mit Silikonöl, dass das Rädchen viel zu leichtgängig geht. Am besten, ja, ich weiß es nicht, ob es vielleicht noch Unterschiede von diesen O-Ringen gibt, aber wenn das bei euch ja auch so leichtgängig läuft, nicht einschmieren. Lasst es trocken, damit hier ein bisschen Widerstand aufs Einstellrad drauf kommt. Ansonsten wird es letztendlich nur später über den Lever oben quasi gehalten, beziehungsweise kommt Widerstand drauf. Da möchte ich aber doch ein kleines bisschen Widerstand über die O-Ringe haben. Dementsprechend, wie gesagt, entscheidet es für euch, ob ihr es trocken lasst oder ob ihr es einschmiert. Wenn das einschmiert und es geht ein bisschen zu leichtgängig, dann würde ich sagen, wir knallen uns hier zur Sicherheit mal noch vielleicht eine kleine Lage PTFE-Band unter die O-Ringe. Und dann sollte das auch funktionieren mit ein bisschen Silikonfett. Bedeutet, wir gehen mal her und ziehen uns diese O-Ringe noch mal ganz kurz raus. Denn wie gesagt, ich habe da echt mega viel Silikonfett drauf geschmiert gehabt, was wahrscheinlich nicht ganz so geil war. Aber lässt sich schnell fixen. So, kaputt machen dürfen wir nicht, dementsprechend vorsichtig. Am besten ihr nehmt einen Schlitzschraubendreher und nicht unbedingt ein Messer oder ein Skalpell. So, ihr seht hier unten überall ist noch Silikonöl drin. Ich lasse es jetzt einfach mal drin. So, und dann habe ich mir hier so dünne Scheiben, so dünne Fetzen PTFE-Band abgeschnitten. Und die lege ich jetzt einfach hier einmal in diese Nut rein, wo normalerweise der O-Ring sitzt. So, einmal schön reinlegen, schauen, dass es ordentlich drin liegt. So, das sieht doch ganz gut aus. So lassen wir das. Dann machen wir den einen schon wieder drauf.
Und beim vorderen O-Ring würde ich das auch machen. So, und dann machen wir auch den zweiten O-Ring wieder drauf. Und dann hoffe ich mal, dass es nicht zu viel ist und dass wir das Einstellrädchen wieder drauf bekommen. So, ist immer noch ein kleines bisschen mit Silikonfett voll. So, schauen wir mal, ob das noch drauf passt. Ah ja, wunderbar. Ah ja, super, schaut mal. So, und jetzt haben wir hier bereits auf dem Einstellrad haben wir jetzt hier bereits deutlich mehr Widerstand drauf. Bedeutet, der Haltepunkt, was das Rädchen hält, wird jetzt über die O-Ringe letztendlich auch nochmal ergänzt und nicht nur später dann über den Lever oder über den Druck vom Lever. Also haben wir hier ein kleines bisschen mehr Haltekraft sozusagen jetzt da. Also wenn es bei euch zu leicht geht, wie gesagt, knallt da einfach eine Lage PTFE-Band drunter und die O-Ringe und dann passt es schon deutlich besser. Dann habe ich euch gesagt, das Fly mache ich nicht rein, ich mache mir ein MAG rein, also ein MAG 5, ein R-Hop-Bucking mit diesem Red Dragon Lauf, 5 mm System Standard und hier bereits mit Silikonfett, mit so einem schönen zähen Differentialöl, 100.000 CPS. Einmal ein bisschen Silikon außen drauf, nur eben hier oben, wo letztendlich die Patchfläche unten drunter sitzt. Hier habe ich es trocken gelassen. So, dann schauen wir mal, ob das da alles wunderbar reinpasst. Da geht ein bisschen straff jetzt, aber ist ja gut. So, und schon sitzt das Ding sauber hinten. Und jetzt da, wie gesagt, bei diesen Läufen, entweder, wenn ihr Messschieber habt, ausmessen. Ansonsten, wie gesagt, vorhin schon erklärt, wenn ihr einen Tuninglauf habt oder einen Standard-AEG-Lauf habt, der nicht A und K MSK ist, dann braucht ihr jetzt hier eben wie ich diesen schwarzen C-Clip. Der passt da eben zu diesen Läufen. Und wenn ihr weiterhin den Originalen verwenden wollt, den Originallauf von A und K, dann müsst ihr auch den Original A und K C-Clip verwenden, wie gerade schon angesprochen. So, dann habe ich mir auch diesen Aluminium-Lever dazu bestellt. Bedeutet, den hier, das habe ich euch ja damals schon im Review angesprochen, der Original-Lever von A&K aus Kunststoff, der ist sehr weich. Bedeutet, wenn man höher geht wie 0,28 oder 0,3 Gramm BBs, dann muss man da schon so viel Hop drauf geben auf Stufe Maximum. Und dann gibt aber der Lever, da so weich ist, gibt der ein bisschen nach und baut dann zu wenig Druck auf. Da ist der aus Alu, wird er wahrscheinlich deutlich, deutlich besser sein. Dementsprechend nehmen wir den mal her. Da ist so eine kleine Feder dabei. Die zömbeln wir uns jetzt da einmal in das Loch rein. Bedeutet, da schmieren wir uns hier einfach ein kleines bisschen Silikonfett in das kleine Löchchen rein, damit die Feder hält. Oh Gott, genau. Und sie fällt auf den Boden. Ah, nein, hier ist sie. So, stopfen wir uns hier einmal rein. Das passt. Und als Tensioner kommt ein ganz normaler abgerundeter 5 mm Tensioner zum Einsatz. Der passt da hoffentlich auch einwandfrei dazu. Vermutlich aber schon. Ja, passt wunderbar. Ach, schaut mal, was ich gerade noch anspreche. Habe ich das im Review erklärt? Ich weiß es nicht. Ansonsten ganz kurz zur Wiederholung. Wenn ihr mal schaut, es ist ein Standard 5 mm System. Also ein R-Hop, aber 5 mm, kein 7 mm. Wäre auch nicht kompatibel. Bedeutet, ja, ihr würdet einen 7 mm Lauf reinbekommen und auch ein Bucking mit einem 7 mm langen Patch. Aber ihr könnt es dennoch nur mit einem 5 mm Tensioner kombinieren, da hier oben eben nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht. So, dann müssen wir das Einstellrädchen noch mal kurz ein bisschen nach hinten ziehen. Dann hoffen wir, dass die Feder da einmal drauf bleibt. Und dann setzen wir den ganzen Lever hier oben einmal sauber rein. Ja, das sieht doch schon gut aus. Und sichern das Ganze mit diesem Stahlpin. Einfach einmal reinzömpeln. So, dann drücken wir den ein bisschen runter und haken ihn hinten am Einstellrad einmal ein. So, schaut mal, wunderbar. Und jetzt kommt sogar noch ein bisschen mehr Widerstand drauf, weil jetzt eben auch der Gegendruck vom Lever vorhanden ist. Also diese kleine Feder und natürlich der Druck noch vom Bucking und vom Tensioner. Dadurch läuft einfach das Rädchen jetzt richtig schön straff und lässt sich auch wunderbar einstellen. Schaut mal, richtig schön stufenfrei, viel Widerstand drauf. Ist das schon Maximum? Oh ja, das ist schon Maximum. Langt mir das? Wartet mal. Ich linse mal kurz hinten rein. Ah ja, das langt ja locker. Oh lieber Gott. Das ist viel zu viel. Da müssen wir wahrscheinlich locker nochmal die Hälfte zurück. Weil es langt ja letztendlich langt's ja, wenn die Patchfläche vielleicht 0,5 mm runter bewegt wird. Langt für 0,3, 0,32 langt es meistens locker aus. So müsste es passen. Okay,
So, damit haben wir das Ganze zusammengebaut. Wir können noch mal ganz kurz das mit der Nozzle jetzt noch mal testen oder uns noch mal anschauen. Nozzle ist komplett entspannt. Fährt hier wunderbar sauber an die Dichtlippe ran. Und wir könnten auch mal in Blastest machen. Bedeutet, die Feder ist drin, ist alles verbaut in der Gearbox. Und jetzt pressen wir einfach mal die Hop-Up-Kammer hier gegen die Gearbox, schön gerade dagegen. Wenn die Nozzle vorne anliegt und pusten einfach mal kräftig vorne in den Lauf rein. Ja, okay. Und das ist wunderbar dicht. Also hier geht absolut kein Druck zwischen Hop-Up-Bucking und der Nozzle verloren. Bedeutet, Nozzle-Länge passt, Bucking passt, Tensioner passt wunderbar. Und dementsprechend können wir das ganze Zeug jetzt wieder einmal zusammenkloppen. So, Lower Receiver ist wieder fertig montiert. Hier müsst ihr halt aufpassen, falls ihr jetzt vorab mal testen wollt. Schaut, dass ihr die Schraube hinten vom Schaft einmal installiert, damit der Spring Guide gerade geführt wird. Wenn ihr die Schraube hinten nicht reinschraubt, dann klappt der nach unten weg und dann könnt ihr euer ganzes System kaputt machen. Also aufpassen, Schraube rein vorm ersten Testen. Für Einsteiger ebenfalls, ganz kurz noch, falls ihr euch jetzt denkt, ja, ich mache das mal ganz schnell. Das Feuerwahlhebelsystem der Masada und auch die Demontage ist nicht ganz ohne. Bedeutet, ihr müsst hier wirklich aufpassen. Ihr müsst den Feuerwahlhebel vom Schützen aus auf der linken Seite, den müsst ihr unten mit dem 1,5er Gewindestift, müsst ihr den einmal anlösen. Dann müsst ihr ein kleines Stück, circa 1 Millimeter weiter rausziehen. Und dann könnt ihr innen drin die Zahnräder komplett einmal rumdrehen, damit die Gearbox überhaupt locker wird, damit ihr die rausziehen könnt. Und später bei der Installation ist es auch wieder wichtig, Gearbox rein und wenn ihr die reinschiebt, müssen die Zahnräder innen drin, dieser Halbmond oder dieser Halbkreis muss nach hinten stehen. Und das geht eben nur, wenn ihr den Feuerwahlhebel ein bisschen rausgezogen habt. Ansonsten wird er gelockt, also ihr könnt ihn nicht weiter drehen standardmäßig. Und wenn ihr diese beiden Halbmonde innen drin oder diese Halbkreise von den Zähnen nach hinten dreht, dann wird die Gearbox los, ihr könnt sie raus und ihr könnt sie auch wieder reinschieben. Wenn sie dann komplett arretiert ist, dann müsst ihr beide Feuerwahlhebel gleichzeitig oder gleichmäßig links und rechts wieder einmal einhaken in die vorderen kleinen Zahnräder. Und wenn die dann beide parallel laufen und einmal sauber drin sitzen, erst dann könnt ihr diesen hier wieder komplett runterdrücken an die Wandung hin oder an den Lower Receiver hin und dann wieder festschrauben. Denn wie gesagt, dann wird er eben hier gelockt innen drin, da ist so eine Führung, damit ihr den nicht überdrehen könnt. Ihr müsst ihn aber überdrehen für die Demontage und für die Montage. So, dann natürlich selbst erklären, bei der Hop-Up-Kammer ist ebenfalls die vordere Platte hier dabei. Dieser Feeding-Kanal nenne ich es jetzt einfach mal, bedeutet hier das Teil aus Aluminium. Bedeutet, das müsst ihr natürlich auch austauschen, denn hier wird später die neue Hop-Up-Kammer darauf geführt sozusagen, oder die liegt dann hier quasi einmal auf. So, jetzt noch ein kleiner Punkt. Und zwar Magazinhalter oder Mag-Catch. Da gibt es auch ein paar Unterschiede, wenn ihr jetzt mal meinen anschaut. Wie gesagt, das Ding ist, keine Ahnung, 6, 7 Jahre alt. So, und hier seht ihr jetzt bei meinem Magazinhalter ist die vordere Kante, wo die Magazine arretieren, die ist im 90-Grad-Winkel, bedeutet, die ist komplett gerade. Bei den neueren Masada-Modellen hat aber A und K diese Kante hier als Phase gemacht. Bedeutet, die geht ein bisschen schräg nach unten, die vordere Kante. Und dadurch kann es bei manchen Magazinen passieren, dass euch beim Schießen die Magazine rausfallen, da sie eben über diese Kante drüber rutschen. Ist meistens nur der Fall, wenn die Magazine eh schon nicht gut sitzen, könnt ihr aber ganz schnell selbst beheben, wenn ihr einfach anstatt einer Phase hier vorne wieder so eine kleine 90-Grad-Kante einmal reinfeilt mit einer kleinen Schlossfeile. Also wie gesagt, das hier vorne sollte eine schöne 90-Grad-Kante sein und keine schräge. Ansonsten können die Magazine rausrutschen. So, zur Installation genauso wie bei der Demontage. Das Ding einmal. Ach ja, übrigens noch ein kleiner Punkt. Der blöde Pin hier, der ist mir bestimmt schon 3-4 Mal rausgeflogen und dann ist der ganze Magazinhalter weggeflogen. Seitdem mache ich hier immer im unteren Bereich einen kleinen Tropfen Sekundenkleber drauf, damit der Pin da nicht durchrutschen kann. So, dann steckt ihr das ganze Ding da einmal rein und um den zu installieren und auch zu deinstallieren, müsst ihr immer den Verschlussfang nach unten ziehen. Bedeutet, ich zeige es euch mal ganz kurz, wir drehen das Ding mal um.
setzen hier einmal die Feder rein. So, und dann müsst ihr den eben ziehen und gleichzeitig auf der gegenüberliegenden Seite den Magazinhalter reindrücken. Und wenn ihr den dann gedrückt haltet, dann rutscht auch der Verschlussfang nicht mehr nach oben und ihr kommt hier mit dem Gewinde weiter raus. Dann könnt ihr das Ding ganz normal festschrauben und zwar so weit, dass es halt einigermaßen ausgerichtet ist. Quasi jetzt einmal so. Dann könnt ihr den lösen und dann ist der Magazinhalter wieder sauber drin und auch der Verschlussfang funktioniert wieder. Seht ihr das? Wenn ihr hier den mit zu viel Schmackes runterzieht, dann drückt es den Magazinhalter ein bisschen raus und ihr könnt ihn abschrauben. Andernfalls könnt ihr den nicht demontieren. Okay, Hop-Up-Kammer. So, dann brauchen wir einmal unseren Outer. Einmal daher. Auch hier, ich weiß jetzt nicht, wer das Video jetzt schaut, falls ihr eine neue Masada habt, so eine M-Lock-Variante mit einem Core drin und sowas, habe ich euch ja damals im Review angesprochen, bei der, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube bei der CQB-Variante war das, da hat es das Rohr oder den Outer ein kleines bisschen im Winkel nach unten gedrückt. Also der war irgendwie im System nicht gerade drin, sondern leicht nach unten geneigt. Und da scheint es ein Problem mit dieser Fake-Gasabnahme oder mit dem Gassystem zu geben. Sollte das bei euch der Fall sein, dann müsst ihr hier hinten diese Stahlstange einfach um ca. 2 mm mit dem Dremel oder mit der Säge cutten. Einfach ein bisschen kürzer machen. Denn anscheinend drückt das Teil innen drin irgendwie gegen, ja, keine Ahnung, gegen einen Receiver und dadurch drückt es euch das Rohr ein bisschen krumm. Also hier, wie gesagt, solltet ihr Probleme haben, hier oben die Stange ein bisschen kürzen, ca. 2-3 mm. So, also, dann installieren wir das Ding mal voll. Da brauche ich noch den Messingring, siehst, den hätte ich jetzt fast vergessen. Hier diesen Messingring, den stopfen wir uns da einmal drüber. Dann brauchen wir auch die Feder. Auch diese einfach einmal drauf und dann einmal so rum. Letztendlich in den Outer rein. Jawohl, und dann brauchen wir diese kleinen Minischrauben. Da ist eine, wo ist die andere? Ach, die andere steckt noch, sehr gut. So, und dann drücken wir uns das ganze Ding mal rein und schrauben es fest. So, reindrücken. So, kleine Schraube rein. Auch hier, bevor wir die zweite reinmachen, drücken wir es am besten auch noch mal ein bisschen rein. Boah, die Feder ist aber gut, die da drin ist. So, jawohl, langt schon. So, und jetzt müsste eigentlich, jawohl, jetzt ist das Ding sauber gefedert, schön straff und kann sich halt absolut null drehen oder null bewegen. Ne? Also die sitzt hier seitlich, sitzt sie komplett passgenau und richtig schön plan im Outer drin. Also die Führung oder die Führung oder Arretierung ist hier wirklich perfekt, muss man sagen. Gut, dann können wir das ganze Zeug wieder zusammenbasteln. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Kleines Video zu der A&K MSK, Thema Hop-Up-System. Und ich glaube, jeder, der eine alte A&K noch zu Hause hat, vielleicht ein bisschen eingestaubt, der wird auch ein bisschen happy sein, so wie ich jetzt, denn das Zeug ist wunderbar kompatibel und dementsprechend bekommt man eben auch sein altes Modell, wenn es eventuell gezickt hat und nicht ordentlich funktioniert hat, bekommt man eben jetzt zu einem geringen Preis, kann man eigentlich sagen, für so eine Hop-Up-Kammer.
ja, ordentlich zum Laufen. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch unterschiedliche Magazine getestet, unterschiedliche Kugelarmaturen getestet. Chrono wunderbar, dichtet sauber ab. Der Hop ist wunderbar, auch 0,36 Gramm funktionieren mit dem Hop-Up-System wirklich wunderbar. Nur ab 0,36 habe ich dann teilweise mit manchen Magazinen schon Probleme mit dem Feeding. Bedeutet, manche Magazine funktionieren mit 0,36 Gramm gerade noch so, mit 0,4er gar nicht mehr. Andere Magazine laufen nur noch mit 0,3 Gramm. Ist aber das typische Mid-Cap-Problem, würde ich mal sagen. Aber wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, ich möchte mein altes Modell wieder ein bisschen reaktivieren und mein altes Modell vielleicht auch mal ordentlich spielen können, dann eben 0,32 Gramm zum Beispiel verwenden, ein ordentliches Mid-Cap dazu. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses E&L Mid-Cap-Magazin verwendet, denn es funktioniert jetzt in meiner mit 0,36 Gramm BBs zum Beispiel perfekt. Werde ich aber nicht verwenden, 0,32 Gramm BBs und dann läuft das Ding wirklich tadellos. Also klasse, finde ich gut auch, dass Begadi sich eben jetzt hier engagiert hat und eben so eine Hop-Up-Kammer nochmal nachgereicht hat, weil ansonsten wäre das Modell, ja, ich hätte es halt irgendwann verkauft, wahrscheinlich gebraucht oder so, weil ja wirklich viel damit anfangen konnte ich nicht. Jetzt sieht das Ganze anders aus, läuft sauber, der Zyklus ist sauber, keine Feeding-Probleme mit 0,32 Gramm BBs. Dementsprechend, wie gesagt, Hop-Up richtig, richtig geil. Und nur eben, wie vielleicht vorhin schon kurz angesprochen, schaut mal, falls ihr auch die Hop-Up-Kammer drin habt, schaut mal, wie vorhin schon gezeigt, ob ihr euch eventuell ein kleines bisschen PTFE-Band unter die Ohrringe wickeln müsst. Denn das ging bei meiner Version, ging das Rädchen, oder mir persönlich ging das viel zu leicht. Aber wie gesagt, wie gezeigt, eine Lage Teflonband unten drunter, dann sind die Ohrringe straffer und dann läuft auch das Einstellrädchen um einiges straffer hier einmal innen drin. Also wie gesagt, hier vielleicht noch so einen kleinen Tipp, falls ihr auch irgendwie das Einstellrädchen als zu leichtgängig empfindet. So Leute, dann würde ich sagen, das war's für heute. Habt ihr noch weitere Fragen oder ja, wollt ihr irgendwas ergänzen? Jederzeit einmal Kommentarfeld unten benutzen. Wenn es gefallen hat, Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich natürlich wieder mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.